time. 66.1, he is back. Nico, One Love Samson in Nico, jetzt! Nico, 1-2, ich will das nicht fix. One love. Präziser, noch präziser. Jawohl, das war gut, das hat mir gefallen. Morgen Abend ist der Kampf. Nico ist bereit. Er war schon die ganze Zeit bereit. Und ich freue mich auf morgen auf jeden Fall. Ready. Ja, du hast Zeit. Nico hat höher, geht runter. Langsam. Kopf kontrollieren erstmal ganz genau. Nico, es ist alles gut, okay? Genau, hol die Kontrolle. Ja. Und das Bein, der kann nicht mehr halten. Main Event, 3 Kämpfe auf der Fight Card. Schauen, was passiert. Dieser verdammte Moment, auf den wir alle gewartet haben, Mann. Lange nicht auf. War der Kaffee eigentlich okay? Ich bin da immer so ein bisschen so, ist der geil oder nicht geil? Okay, lass uns anfangen. Letztes Jahr habe ich nach 2 Jahren Pause mein Comeback gefeiert, habe im April bei Octagon debütiert. Es war ein richtig geiler Kampf, habe dann 3 Monate später noch einen Kampf bei Octagon gehabt. Beide gewonnen, den ersten Kampf nach Punkten, den zweiten in der ersten Runde durch Submission. Und dann wurde mir im Dezember ein Titelkampf angeboten bei Octagon gegen Kattar, der Star von Octagon, kann man eigentlich sagen. Und genau, wir haben uns nicht gescheut vor dieser Aufgabe und obwohl nicht so viel Zeit war, haben wir den Kampf angenommen und haben den Kampf in der ersten Runde, würde ich sagen, ganz gut nach Plan bestritten. Und in der zweiten Runde bin ich dann leider K.O. gegangen, habe mir dabei den Kiefer gebrochen. Das heißt, ich hatte jetzt eine kleine Auszeit, kleine OP, bin jetzt aber back on track und ready to go. Ich habe Urlaub in Sardinien gemacht mit ein paar Friends und war von dort aus auf dem Weg nach Georgien zu meiner Familie. Und als ich gerade am Flughafen warte, dort in Sardinien, ruft mich Amir, mein Manager, an und sagt: Ey Nico, wir haben ein Angebot, wir können um den Titel kämpfen. Nico war gerade im Urlaub, hat sein Leben gechillt nach 2 harten Vorbereitungen, die er ja in kurzer Zeit hatte. Und auf einmal sollte er schon in 6 Wochen gegen Kattar kämpfen. Bei Octagon 50 nochmal so eine Riesennummer im Ostrava. Ich war noch voll im Urlaubsfilm und war so, wirklich? Weil ich habe es gar nicht erwartet. Und ja, so haben mich die News erreicht und dann haben wir am Tag darauf direkt zugesagt. Das war natürlich eine Chance, auf die man eigentlich sein Leben lang wartet, vor so einer großen Bühne, so einen prestigeträchtigen Titel gegen einen extremen Superstar. Kattar ist Megastar bei Octagon und hat natürlich die komplette Aufmerksamkeit der Organisation auf sich. Und jetzt ist auf einmal Nico nach 2 Kämpfen direkter Titelkandidat. Als ich das Angebot bekommen habe, war ich schon erstmal überrascht, weil ich nach 2 Kämpfen dachte, okay krass, jetzt habe ich schon direkt die Möglichkeit, einen Titelkampf zu bekommen. Ich dachte, ich müsste noch einen Kampf machen. Umso besser, dass mir dieser Kampf da angeboten wurde. Das zeugt ja auch quasi, es ist ja auch eine Form von Bestätigung. Und ich hatte größten Respekt oder habe immer noch größten Respekt für die Leistungen von Kattar und weiß, dass es ein brandgefährlicher Kämpfer ist. Deswegen haben wir uns besprochen und waren trotzdem so, ey, lass uns trotzdem diesen Kampf annehmen. Wir wollen uns eben mit den Besten messen aus Europa und haben uns da vor dieser Aufgabe dann auch nicht gescheut. Ich glaube, knapp 6 Wochen hatte Nico Zeit, um sich auf den Kampf vorzubereiten. Amir, unser Manager, kam mit einer Idee, dass wir das Trainingscamp im SBG machen, weil ja dort auch viele gute, erfahrene Jungs sind, unter anderem Lee Hammond. Eigentlich richtig gute Idee. Leider auf dem Weg schon hin hat es mich erstmal richtig erwischt mit einer Grippe. Ich lag dann eine Woche flach. Nico ist krank geworden. Ich möchte sagen, so scheiße krank. Also er hat Fieber gehabt. Konnte dann, glaube ich, 1,5 Wochen von den 3 Wochen gar nicht trainieren und dann so ein bisschen
bin ich wieder ins Training reingekommen. Gingen uns Trainern, vor allen Dingen das ganze Trainerteam, gingen da viele Sachen durch den Kopf, weil auf einer Seite eine riesengroße Chance war. Wir wollten halt natürlich nur das Beste für ihn und haben dann erstmal gesagt, ey Nico, mach jetzt erstmal eine Woche gar nichts, versuch dich wirklich dich nur auf dich zu konzentrieren, dass du wieder auf den Damm kommst. Und so haben wir dann uns als Trainer abgesprochen, wir warten nochmal ein Sparring ab. Und dann kam es auch, dass er mit Lee Hammond zusammen Sparring machen konnte. Hat dort eigentlich sehr, sehr gut performt und da dachten wir schon wieder, also wir hatten einen Lichtblick gehabt, um den Kampf nicht absagen zu müssen. So eine Gedanken hat man ja dann auch im Kopf. Ja, das bringt ja nichts, ihn jetzt kämpfen zu lassen, nur dass er dort kämpft. Wir wollten natürlich, dass er das Gold mit nach Hause bringt und dementsprechend war das extrem wichtig, dass er da nochmal ein letztes Sparring macht und sich da auch nochmal ein bisschen Selbstvertrauen holt, was Gott sei Dank so war. Ja, Keita ist ein unglaublicher Athlet, der ist sehr explosiv, sehr schnell, hat schnelle Fäuste, macht sehr, sehr viel Druck, nimmt viel Raum ein und ist vor allen Dingen halt brandgefährlich im Stand und hochexplosiv. Und das sieht man auch in seinem Kampfstil und in den Ergebnissen seiner Kämpfe. Also so Keita kann man schon sagen, ist so ein Kid Dynamite, also sehr explosiv, wirklich sehr agil, bewegt sich viel, versucht permanent mit Fake-Bewegungen die Gegner aus der Reserve zu locken, dass sie was machen, dass er auskontern kann. Wir wussten halt, Nico ist Schwarzgurt im BJJ, guter Grappler, mittlerweile kann er auch gut ringen. Dementsprechend hatte man sich so ein bisschen den Gameplan danach aufgebaut. Der grundlegende Unterschied natürlich, wir haben nicht nur 3 Runden, sondern 5 Runden zu kämpfen bei einem Titelkampf. Das heißt, Kondition ist ein entscheidender Faktor, aber natürlich auch die Herangehensweise. Dadurch, dass man nicht nur 3 Runden hat und wenn man zum Beispiel schon die erste Runde entschieden hat, ist der Kampfverlauf ein ganz anderer. Man hat 5 Runden, 25 Minuten Zeit. Das heißt, man kann den Kampf ganz anders planen, wenn er dann über die volle Rundenzeit geht. Aber man macht da schon sehr viel Konditionstraining, man macht die Einheiten ein bisschen länger. Das ist natürlich eine ganz andere Belastung zu einem normalen 3-Runden-Kampf, wenn man dann weiß, ey, es kann bis zu 25 Minuten gehen, der Kampf. Wir haben uns natürlich zusammengesetzt als Team mit den unterschiedlichsten Trainern und haben besprochen, was wir sehen, was wir machen könnten. Wir wollten natürlich auf die Sachen so reagieren, dass wir, wenn wir jetzt zum Schlagabtausch oder irgendwie kommen, dass man dann halt schon einen Clinch sich erarbeitet, aus dem Clinch sich dann einen Takedown erarbeitet. Ja? Also einfach Nikos Stärken dann ausspielen. Man muss jetzt nicht mit einem Weltklasse-Striker, der auch extrem gefährlich ist, warum sollte man sich dort messen, wenn man doch so viele Möglichkeiten hat, den Kampf für sich zu entscheiden. Und da war aus unserer Sicht auch das Repertoire von Nico groß und breit gefächert. Ja, wir wissen, dass Nico gut ringen kann, sehr gut grappeln kann. Also es sind ja auch genau die Punkte, wo Keita in der Vergangenheit auch noch gar nicht so oft getestet wurde, ganz klar. Ja, es ist ein abgefahrenes Gefühl, der Mainfight zu sein, zu wissen, es geht um Titel, größte Organisation Europas. Und ehrlich gesagt, dadurch, dass ich schon 2-mal davor gekämpft hatte, recht entspannt eigentlich. Ich war so, okay, ich kenne diese Szenerie, ich kenne das schon alles. Natürlich war da nochmal zusätzliche Aufregung da, weil es eben halt noch so ein großer Kampf ist, letzter Kampf, Titelkampf etc. Und ich erinnere mich noch, wo ich dann im Käfig stand und dann Keita gegenüber gesehen habe, den ich auch eben schon davor kannte und auch 1-2 Mal kennengelernt hatte, war so, okay, jetzt stehen wir beide uns davor und ich wusste schon, okay, wahrscheinlich früher oder später wird man sich treffen, weil man in der gleichen Gewichtsklasse ist. Und dann war, glaube ich, irgendwie einfach so mein Gedanke, okay, jetzt Showtime, let's go. Ja, aber es macht natürlich was aus, wenn man eben, sag ich mal, im Saft steht und diese Erfahrung schon öfter gemacht hat, dass man einfach in der Kampfroutine ist und es jetzt nicht eine sehr, sehr lange Pause dazwischen ist. Das Ekligste eigentlich ist dieses Warten davor, bevor es losgeht. Du weißt schon, okay, wir haben schon den Kampftag, ich habe die ganze Zeit darauf hin trainiert und
Jetzt ist nur noch eine Sache von Stunden, von Minuten. Man macht sich warm, man erwartet eigentlich, okay, ich darf jetzt endlich loslegen. Und dann steht man da unten in dieser Kabine, bevor es rausgeht zum Entrance und man wartet. Und es ist eigentlich nur so von einem Fuß auf den anderen. Man ist geladen, man hat richtig Lust, aber man ist natürlich auch ein bisschen aufgeregt. Und ab dem Moment, ab dem man dann da vorne steht und die Musik erklingt, dann kommt man wie in so einen Sog rein. Und ja, ich persönlich freue mich inzwischen extrem, dass ich jetzt endlich die Möglichkeit habe, endlich in den Käfig steige, endlich das zeigen kann, wofür ich die ganze Zeit trainiere. Und dann im Käfig siehst du deinen Gegner und du bist da so reingezoomt. Das ist so eine ganz präsente Erfahrung. Du hast halt deinen Gegner, du nimmst natürlich die Sachen drumherum wahr. Das kommt auch, glaube ich, mit der Erfahrung, dass man viel bewusster Sachen wahrnimmt, aber man ist so super präsent und ja, voll fokussiert, weil halt da die Konzentration natürlich auch kombiniert mit der Aufregung halt 100% oben ist und sein muss. Ich glaube, es geht darum, wie man mit Adrenalin oder Anspannung umgeht. Ich kann mir gut vorstellen, oder wenn ich jetzt zum Beispiel meine ersten Kämpfe angucke, dass Adrenalin und Anspannung eher dazu geführt hat, dass ich sehr tens, sehr angespannt war. Und inzwischen ist, glaube ich, das Adrenalin führt eher dazu, dass ich sehr viel Energie habe. Jetzt per se vielleicht nicht unbedingt schneller, aber halt sehr, sehr wach bin und das in so eine positive Energie umwandeln kann. Der erste Schlagabtausch war im Kampf, dass ich gemerkt habe, okay, ich sehe alles, wir bewegen uns auf einem sehr, sehr, sehr schnellen Level. Also auch wenn man sich die erste Runde anguckt, das war einfach Full Action, die ganze Zeit Speed. Und das hat mich auch so voll fokussiert gelassen. Kurze Abtastphase, bevor es dann losging. Es war eine sehr schnelle Runde, wo viel passiert ist. Also aus unserer Ecke heraus haben wir gedacht, ey, es läuft alles perfekt. Aber ich hatte das Gefühl, ich komme mit der Geschwindigkeit, mit der Explosivität eigentlich ganz gut klar. Und ja, das war auch so ein bisschen Gefühl. Ich finde auch so dieser erste Schlagabtausch, dann ist man noch viel, viel mehr im Kampfgeschehen, weil dann hat man sich mal gefühlt, hat man vielleicht mal die Fäuste gefühlt, hat man den Körper gefühlt und dann ja, ist man halt in seinem gewohnten Umfeld, sage ich jetzt mal. Beim Takedown, ich habe den Single Leg angegriffen, ihn dann gegen den Cage gedrückt und von dort aus ausgehoben. Und ich war erstaunt, dass ich mich im Vergleich zu ihm auch so kräftig gefühlt hatte. Ich dachte, er hatte vielleicht einen Kraftvorteil, aber so ringerisch habe ich das nicht so empfunden. Und war dann tatsächlich sehr froh, dass ich ihn dann auch so runterbekommen habe, quasi mit dem ersten aktiven Versuch. Und bin dann aus der Guard in die Half Guard und tatsächlich einen Fehler. Von der Half Guard bin ich dann zu schnell, wollte ich in die Mount, also ich war zu gierig, sage ich jetzt mal, so wie das halt manchmal auch ist, wenn man im Kampfverlauf ist. Und daraus konnte er sich dann sehr gut befreien. Aber selbst das hat für mich dann nicht für Panik gesorgt, sondern ich war so, okay, war ein Fehler, ich habe es abgespeichert, ich muss langsamer von Position zu Position gehen. Natürlich, leider ging es dann nicht mehr, oder hatte ich nicht mehr die Möglichkeit, das dann quasi nochmal zu machen oder diesen Fehler zu bereinigen. Aber ja, wie schon gesagt, ne, man hat theoretisch 25 Minuten, wenn der Kampf dann voll durchläuft. Das heißt, ich war so, okay, ich kriege diese Situation nochmal, ich kriege ihn nochmal runter. Das waren meine Gedanken in diesem Moment. Great round, man. Great round. Übernimm seine Führhand und geh rechts raus. Okay, dann kontrollierst du ihn. Dann kannst du den Link hauen. Was willst du? Hat der dir wehgetan? Nein, Mann, Alter, ist doch in Ordnung. Du hast Waffen stark. Na cool. Also Nico kam ja dann zurück in die Ecke. Ich gucke an so, Nico nicht mal richtig so voll schwitzt. So. Ich dachte mir schon so, Mensch, was ist los? Und auch ruhig geatmet, als wenn er wirklich
so ein bisschen runtergefahren ist. Ich will jetzt nicht sagen, er hat ihn denn so unterschätzt, aber so, er hat so ein bisschen, ja, ist okay, ich krieg den hin. Ich habe mich irgendwie im Kampf gefühlt, aber ich glaube, der Fehler dann im Übergang zur zweiten Runde war genau dieses Gefühl, dass ich dann so ein bisschen, sage ich mal, entspannter, nicht mehr ganz so präsent, nicht mehr ganz so da war. Und dann habe ich mich tatsächlich mal einen kurzen Moment umgedreht und ich habe dann gesehen, so dass Keita so, fuck Alter, der Typ will meine Butter vom Brot mir nehmen, weißt du. Ja, also ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr an so viel erinnern in der zweiten Runde, muss ich ehrlich gestehen. Was ich aber trotzdem noch bewusst wahrgenommen habe, ist, dass er in der zweiten Runde mit einer ganz anderen Präsenz nochmal rausgekommen ist. Bereit seid ihr, okay? Ich denke, Nico hat es ja dann auch direkt so aufgefasst. Der kam ja raus in die zweite Runde mit Druck. So von wegen jetzt und ja, durch diesen Druck ist Nico halt, musste sich viel bewegen und aus diesem Bewegen heraus hat er halt diesen Schlag gemacht. Er ist mit sehr, sehr viel Druck direkt rausgekommen und das war was ich nicht erwartet habe. Und dann hat er den Kick gebracht und ich mache sehr gerne als Rechtsausleger konter ich diese Kicks. Das habe ich auch schon öfter in 1, 2 Kämpfen Leute damit runtergeschickt. Und ich war aber in dem Moment nicht, also ich war ein bisschen out of balance, ich war nicht perfekt zentriert. Hat nicht stabil auf den Beinen gestanden und genau in solchen Momenten hat er gut getroffen, man kann es nicht sagen. Ich würde auch nicht sagen, dass es jetzt ein Glückstreffer war, sondern er hat viel Druck gemacht. Er wollte Nico genau in so einem Momentum haben. Das war nicht so ein starker Wirkungstreffer und er hat mich direkt dabei ausgekontert. Also wirklich sehr smart von ihm. Ich glaube auch, er hat das erwartet, diese Reaktion. Also ich finde jetzt auch Leute, die sagen oder mir gut zusprechen, die sagen, ey, das war ein Lucky Shot. Weiß ich nicht, sehe ich nicht so. Ich finde es schwer zu sagen, was ist ein Lucky Shot, was nicht. Ich finde, da muss man ihm genauso diesen Knockout genauso hoch anrechnen. Und das passiert, so ist der Sport. Aber genau, ich kann mich halt genau bis zu diesem Moment erinnern und dann waren tatsächlich die Lichter auch aus. So schnell war der Traum vorbei, leider. Aber ich denke trotzdem, dass dieser Kampf Nico viel gebracht hat, auch im Nachhinein. Er hat, denke ich, viel an diesem Wochenende erleben dürfen. Also der hat auf jeden Fall schon mal das Gefühl bekommen, wie es sein kann, ganz, ganz oben zu stehen. Und ich denke auch, da gehört Nico hin und ich weiß auch, der wird jetzt weiterhin seine Arbeit tun, fokussiert bleiben. Was ich auf jeden Fall daraus mitgenommen habe, ist, dass jede Runde, die beginnt, man vom Kopf her wieder wie neu in den Kampf gehen muss und das nicht sozusagen das Ergebnis von der ersten Runde man in die nächste Runde mit reinnehmen darf. Das war auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Learning für mich da in dem Kampf und auch so diese Erfahrung im Titelkampf und so, das hat mich, auch wenn natürlich das Ergebnis jetzt nicht wünschenswert war, sehr, sehr viel weitergebracht, einfach um diese Erfahrung, Main Event, um den Titel kämpfen. Auch eben so diese Diskrepanz zwischen erster Runde und zweiter Runde sind auf jeden Fall große Learnings, wo ich glaube ich daran wachse. Ja, ich bin das erste Mal tatsächlich K.O. gegangen, zum Glück. Ich hoffe, das war das erste und das letzte Mal. Das fühlt sich so ein bisschen an wie so ein tiefer Winterschlaf, aus dem ich aufgewacht bin, weil ja, die Erinnerung erstmal zurückkommen muss und man oftmals, auch wenn man Leute begleitet, die K.O. gegangen sind, ist man in so einem gefühlten 30-Sekunden-Loop und erinnert sich erstmal nicht genau, was passiert ist, lässt sich die Sachen erzählen und dann vergisst man wieder und dann lässt man sich es wieder erzählen. Deswegen ist es ganz wichtig, da halt auch das medizinisch abzuklären und zu schauen, dass da nicht irgendwie was schlimmere Verletzungen irgendwie passiert sind. Zum Glück bei mir nicht. Aber genau. Ich bin gefühlt wie aus so einem tiefen Winterschlaf aufgewacht, war so, ich hätte gegen Keita kämpfen sollen. Ich war in Irland. Warte mal kurz, ich habe ja gegen Keita gekämpft. So ein bisschen war dieses Gefühl. Ja, genau.
Es gibt nichts Schlimmeres, als nichts machen zu können. Ja, wenn man seinen Athleten dann am Boden liegen sieht, das ist so, man fühlt sich hilflos, man will irgendwas machen, man macht auch irgendwas, aber man weiß, scheiße, er ist jetzt gerade, ja, man kann nichts tun. Und das ist, was denke ich, ein Trainer oder ja, sehr, sehr belastet, ja. Wirklich keine schöne Situation. Ja, ich war dann direkt im Krankenhaus in Tschechien und da haben die halt gesehen, dass ich den Kiefer gebrochen hatte, also an 2 Stellen. Das wird daran gelegen haben, dass ich, nachdem ich eben getroffen wurde vom Schlag, bin ich runtergefallen und lag schon ja, halb raus, sage ich jetzt mal. Und dadurch, dass der Ref so weit weg war, weil wir uns eben sehr schnell und dynamisch bewegt haben, kam er recht spät und Keita hat mich dann noch 2-mal mit einem Schlag genau auf den Kiefer getroffen. Und dadurch, dass ich schon am Boden lag und ich nicht mehr irgendwie, also der Körper nicht mehr ausweichen konnte, hat mir das wahrscheinlich dann eben den Kiefer gebrochen, weil ich da eben so ganz locker und nicht mehr angespannt war. Leider kann man irgendwie nicht planen, ist auch nicht die Schuld von Keita, der natürlich dann da einfach seinen Job macht und einfach in Rage ist und das vielleicht auch nicht sieht, dass man da aufhören hätte können schon, weil ich schon raus war. Und aber auch genauso vom Ref, ne? Er steht weit weg. Es ist schwer, da einzugreifen oder rechtzeitig anzugreifen, weil alles innerhalb von Millisekunden passiert. Es ist, wie es ist. Ich kann mich nicht darüber aufregen. Netterweise hatte ich auch nochmal mit dem Ref einen Monat später bei einer anderen Veranstaltung besprochen und er hat sich bei mir entschuldigt und hat gesagt, ey, das ist halt die Situation so gewesen. Und ich finde auch da, man merkt, ne, das ist halt ein Sport. Leider können eben solche Verletzungen passieren, aber es wird trotzdem versucht, sofern wie möglich aufeinander Acht zu geben, rücksichtsvoll zu sein oder im Nachgang miteinander zu sprechen. Wenn man den Respekt der anderen Person gegenüber gibt, dann kriegt man genauso auch diesen Respekt wieder zurück. Und ich finde, das ist sehr schön zu sehen im Vergleich auch zu anderen Sportarten. Ich hatte erstmal nach der OP richtig schöne, dicke Hamsterbacken und durfte für 5 Wochen nicht kauen, was echt nicht so geil ist, kann ich euch sagen, weil man hat einfach nicht so ein Sättigungsgefühl. Das heißt, ich habe die ganze Zeit nur Brei gegessen oder ganz, ganz klein geschnitten und gelöffelt. Genau. Aber ich habe dann ziemlich bald wieder angefangen, die Sachen zu machen, die man halt kann. Also versucht halt drumherum zu trainieren und einfach an den Sachen zu arbeiten, die also wo man ein Defizit hat. Man hat immer irgendwie sehr, sehr viele Baustellen, an denen man arbeiten kann, gerade in dem Sport, der so komplex ist. Und nach so einem Knockout ganz wichtig, dass man kein Sparring macht. Ich habe auch echt für ein halbes Jahr kein richtiges Sparring gemacht, nur so Partnerdrills, Bewegungen und solche Sachen. Und habe dann sehr, sehr viel an Kräftigung gearbeitet. Also ich habe großen Fokus auf Krafttraining gelegt, weil ich auch glaube, so diese Stabilität und diese Themen auf jeden Fall ja, ein bisschen Training oder ein bisschen Verbesserung gebraucht haben. Also ich bin jetzt wieder voll im Training, ich bin ready. Genau, ich hatte vor 5 Wochen hatte ich eben eine ganz kleine ambulante OP, wo Platten aus meinem Kiefer rausgenommen worden sind. Und jetzt eben kann ich wieder anfangen, Sparring zu machen. Das heißt, ich kann bald wieder in der Vorbereitung einsteigen und bin ziemlich bereit und ready für Oktober. Das heißt, im Oktober gibt es ein sehr, sehr großes Event im Fußballstadion in Frankfurt. Und der Plan ist, dort zu kämpfen. Ich hoffe, ich komme dort auf die Karte und dann freue ich mich, da eine richtig gute Show zu liefern. Ja, hoffentlich im Oktober in Frankfurt im Stadion kämpft. Ja, das wäre natürlich das absolute Highlight. Ja, würde mich freuen.